Ich lag im Krankenhaus. Ich habe 20 Jahre Volleyball gespielt, Schmetter einmal am Netz, komme runter, mein Knie voll an. Ich wurde ins Krankenhaus gebracht, habe mehrere Gipsbeine hintereinander gehabt, die nicht geholfen haben. So lag ich also an diesem Tag im Krankenhaus und ich machte meinen Walkman, kennen Sie vielleicht, an und hörte da etwas, das hat mich an ein modernes Hörspiel erinnert. Und dachte ich, also was ist denn hier los? Und es war schon so, dass so der Fall der Mauer eben erwähnt worden ist. Aber ich dachte, gibt's ja gar nicht. Ne? Aber dann bin ich halt eben eingeschlafen, bin so kurz vor 12 wieder aufgewacht und den Walkman wieder angemacht und da war schon viel passiert. Und dann dachte ich, also Werner, du kannst nicht hier bleiben, um dich herum steht die Welt auf und du bist nicht dabei. Dann habe ich nach der Schwester geklingelt, die sich natürlich geweigert hat, mich zu entlassen, hat mir aber den Hinweis gegeben, bis morgens um 4 zu warten, da würde der Chefarzt kommen. Ich habe nicht daran geglaubt, dass ein Chefarzt um 4 Uhr erscheint, aber ich bin trotzdem schon um 3 aufgestanden und dann bin ich vor seiner Tür eingeschlafen. Dann rüttelt einer an meiner Schulter und sagt, was machen Sie denn hier? Sie gehören doch ins Bett. Da war es der Chefarzt, Punkt 4. So, und dann habe ich ihm gesagt, wissen Sie denn nicht, was los ist? Der wusste nichts, weil er früh ins Bett gegangen ist, weil er früh aufstand. Und als er dann hörte, warum ich dort gesessen habe, hat er gesagt, also wir entlassen Sie, aber auf eigene Gefahr. Ne? Dann habe ich dafür unterschrieben. Und die Schwester staunte, als sie mich dann eben zu meinem Fahrzeug gebracht hatte. Aber dann habe ich mich reingesetzt und bin losgefahren. Ich wollte ein Fotoapparat dabei haben. Also ohne Fotos wäre mir der Tag weniger wert gewesen. Naja, und zu Hause musste ich dann abwarten, bis meine Frau weg war. Sie durfte mich natürlich nicht sehen. Sie wissen, was meine Frau gesagt hätte. Na, jedenfalls habe ich die Kamera gleich gefunden, bin wieder zurück, bin dann eben vor den Reichstag gefahren und habe mich dann in diese wahnsinnslange Schlange, die sich bis zur Mauer hinzog, eingereiht. Aber nun stand ich vor der Mauer und konnte ja nicht hoch, das mit dem Knie ging also nicht. Naja, und dann haben 2 kräftige Männer haben sich dann bereit erklärt, mich da hochzuheben. Und oben, muss ich Ihnen sagen, sind alle Träume, die sich in der Nacht schon ergeben haben, fast weggeblasen worden, weil auf der Mauer Hunderte von Jugendlichen, 14, 15 standen, die offensichtlich Politik live erleben sollten. Und ich habe mich da nicht wohl gefühlt. Und dann irgendwann war auch der Fotoapparat voll. Ich musste also wieder runter. Da hat mir wieder jemand geholfen. Und dann bin ich zur Invalidenstraße gefahren. Und dort ist das eben passiert, was immer in den Medien halt veröffentlicht wurde, dass eine Schlange von Trabbis und Wartburgs sich aus Ostberlin in den Westen rüber quälten deswegen. Die konnten nicht fahren, nicht schnell fahren. Jedes Fahrzeug wurde angehalten, jeder musste Sekt trinken, Scherben lagen überall. Naja, und dann habe ich herumgefragt, ob denn jemand mir einen Film verkaufen könnte. Das musste doch fotografiert werden. Und dann plötzlich sagte jemand, ja, aber nur schwarz-weiß. Und ich muss Ihnen sagen, ich dachte schwarz-weiß, wer hat denn heute noch schwarz-weiß? Und da sagte er, ja, ich bin aus der DDR, ich bin also Fachmann. Sie brauchen den aber nicht zu bezahlen. Also konnte ich wieder fotografieren. Ich dachte, also so kann der Tag nicht vorbeigehen, ohne ein bisschen Kontakt zu diesem Menschen zu schließen. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er schon mal in West-Berlin war. Er war nicht. Und dann habe ich ihn durch West-Berlin gefahren und haben uns dann am Kudamm zu Möhring gesetzt und haben da Eis gegessen, Kaffee getrunken. Und irgendwann hat er mich daran erinnert, dass ich ihm gesagt hatte, ich habe um 4 einen Termin, den muss ich wahrnehmen. Naja, und dann habe ich ihn zurückgebracht und bin dann zum Büro meiner Frau gefahren. Na jedenfalls, meine Frau kommt zum Auto, öffnet die Tür, setzt sich zu mir, gibt mir einen Kuss und sagt so, fahr los. Da habe ich natürlich gestaunt. Ich sage, ja, was ist denn los? Weißt du denn schon irgendwas? Ja, sagt sie, mein Chef ist heute früh schon auf der Mauer gewesen. Dann kam er zu mir und sagte, du und dein Mann sei auch da. Und sie hätte gesagt, das geht ja gar nicht, der liegt ja im Krankenhaus.